Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahib, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahib, seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf ganz YouTube gibt. Ihr wisst es ganz genau, denn ihr seid meine kleinen Ras. Richtig gehört? Ja, ich mit meiner vermeintlichen Expertise als Produzent versuche euch ein bisschen die Musik und Musikproduktion und Produktionskniffe und Audio-Engineering und so weiter so ein bisschen nahe zu bringen. Aber ja, nicht nur hier in Deutschland mit deutscher Musik und auch nicht nur mit englischer, internationaler, amerikanischer Musik, auch nicht nur mit K-Pop, Leute. Nein, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Ja, ich habe mir was überlegt und zwar hören wir heute indische Musik. Ja, einige der Zuschauer waren ganz schön findig und haben mir da einiges rausgesucht, weil ich das sehr ernst nehme, hier wirklich die ganze Welt zu vertreten an musikalischen Ausgüssen und dachte, ich nehme das hier mal mit. Luca Chuppi mit dem Coca-Cola-Song. Ich habe gar keine Ahnung, background-technisch. Deswegen hier nochmal ja, so ein bisschen ein Ausruf an die Community. Wenn ihr da Infos habt zu diesem Künstler dann oder Künstlerin, ja, wahrscheinlich, besser gesagt. Seht ihr, ich weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich habe den Song noch gar nicht gehört, aber ich bin mega gespannt. Wenn ihr da Infos habt, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich fange mal hier spontan an. Ja, eine Frau. Ein Mann. Mist. Also, ja, ich werde auch oft anhalten und stoppen. Ihr wisst es ja, weil ich, ja, hier copyright-technischen Gründen, damit das hier auch einen redaktionellen Mehrwert hat. Ich gebe hier natürlich immer meine Analysen zwischendrin auch durch, ne? Ihr wisst das. Aber ich wollte hier direkt sagen, das ist ja so ein, das ist ein Cola-Glas. Also, vielleicht nicht unbedingt ein Cola-Glas, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe tatsächlich mal, ob das mir glaubt oder nicht, echt mal auch ein Cola-Glas genau aus diesem Grund mal aufgenommen, mit einem Stift gegengekloppt, um da so ein rhythmisches Element einfach mal dazu zu geben. Und das wurde hier auch gemacht. Also es ist schon sehr bewusst, dass die hier ein Glas genommen haben. 100%. Und bei mir war es ein Cola-Glas, diese McDonald's Cola-Sammelgläser. Swing. Nein. Geil. Geil. Mega geil, geiler Soundeffekt hier mal eben zwischendrin reingeballert, wie er hier am Strohhalm sippt. Kaum bevor er was gesagt hat, ist hier schon so ein Riser drin, so alarmmäßiger Sound, der hier hochgeht. Ich bin ein bisschen verwundert. Ne? Der fängt hier schon an, bevor er also quasi nicht mal den ersten Satz beendet hat. Ist auch ein sehr kurzer Song, nur 2:23. Und wir sind in einem Dembo-Rhythmus, ja, also das, was wir auch ganz viel in ja, Dancehall-Musik zum Beispiel hören, eben dieses Dung, Dung, Dung. Geil. Hier mit dem. Das war wirklich, den kann man mit dem Mund sehr gut erzeugen. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt, aber das ist echt so ein. Ey. Ja, geil. Achso, nicht wundern, wenn ich so ein bisschen aus dem Takt hier meine Shouts und Claps gebe. Das Video ist immer ein bisschen asynchron, ihr wisst es, die Videos schon öfter und regelmäßig geschaut haben, denn hier gibt es ja 4 Mal am Tag Minimum Video, ihr wisst es. Richtig lustig, natürlich dieser Plop-Sound sollte an das Öffnen einer Colaflasche erinnern, aber hier haben wir tatsächlich nochmal so einen richtig coolen Dance-Break reinbekommen. Okay, ist das jetzt die Strophe? Weil ich bin irritiert, weil die Stimme, wir haben die, also einmal
die Stimme aufgenommen für die rechte Seite, fürs rechte Ohr und einmal fürs linke, wenn ihr es nicht so gut hört, weil ihr es gerade am Handy schaut, setzt die Kopfhörer auf. Wenn ihr keine guten habt, nur so kleiner Hint, unten in der Beschreibung gibt es einen guten Link. Und normalerweise macht man sowas bei internationalen Produktionen eigentlich gerne dann eher als Doppelung der Hauptstimme, die man trotzdem noch in der Mitte hört. Und dann auch eher, ja, so in der Hook oder im Pre-Chorus oder sowas. Nicht im Verse, also nicht in der Strophe. Warte mal, meint der überhaupt Coca-Cola oder meint er hier jetzt Hintern? Geil. Mega geil. Geil. Nice. Schön, weil hier jetzt in ihrem Part nochmal ein zusätzliches Instrument dazu kommt, das die Akkorde auch spielt. Es ist eine Gitarre, meine ich. Ne? Ja, hier hört man sie ganz stark, so die wirklich einmal so Ding. Schön. Aber auch so ein bisschen Autotune-Effekt drauf, ne? Nicht so stark, aber schon so, dass man ihn noch wahrnimmt, finde ich. Also als Effekt wirklich, also stilistisch. Ah, geil. Das ist jetzt hier bestimmt ein sehr traditionelles Instrument. Ihr müsst mir mal sagen, wie das heißt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aus dem Kopf, also wenn das wirklich so länderspezifisch ist, dann weiß ich das nicht immer. Aber ja, das, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Geil. Na, halt wirklich dieser Riser ganz klar als Auftakt benutzt, um diesen Drop zu machen, wo wir ganz kurz das Gefühl haben, dass mal nichts kommt. Ja, da ist aber noch einiges. Ja, der Riser. Und dann dieser kurze Break, wo dann so ein Drum-Fill-In reinkommt. Drum-Fill-In, also auf der Snare wird eben so ein Pattern gespielt, wo jetzt hier in dem Fall dieses geil, dass hier unten die ganze Zeit auch immer steht, wo man es spielen und streamen soll. Ich frage mich, ob das dann auch placement-technisch sogar was ist, aber ja, gute Erinnerung. Moment, das muss ich nochmal hören. Cool, also wie so ein C-Part anscheinend jetzt hier, der rankommt, aber hier mit so einem Sub-Downer, der... Also mit auf dem Plop-Geräusch der vermeintlichen Flasche, aber es klingt sehr nach dem Mund erzeugt. Hier so ein Sub-Downer, der... Ne, also der fängt oben zwar an in den Frequenzen, aber geht dann runter in den Bass- und sogar Sub-Bass-Bereich. Gute Überleitung, immer so in so einen neuen Part, als da einen Anfang reinzusetzen. Sehr, sehr gut. Ja, die Gitarre ist da. Das ist schon, bevor der Part richtig da ist man immer schon, ist schon dieser Riser da. Und so ein Riser erzeugt halt beim Zuhörer immer schon so, da geht's gleich jetzt noch irgendwo hin. Und das ist hier tatsächlich ja auch der Fall. Ich finde es nun, der ist sehr lang, der Riser. Also, ja, klar, es funktioniert. Ich frage mich nur, ob es vielleicht auch interessant gewesen wäre, einen kürzeren zu nehmen, dass man wenigstens das Gefühl hat, dass die Parts doch noch ein bisschen länger sind, weil ich habe nicht das Gefühl, dass sie langweilig werden und also die Parts und so einen langen Riser brauchen tatsächlich. Ne, man hört wirklich auch diesen Oberton hier, der oben noch... Moment, hier. Da kommt sogar noch ein Riser, glaube ich, hinzu. Auf jeden Fall hört man so einen Oberton, der noch oben drüber auf dem Grundriser liegt. Jetzt.
Es ist halt richtig getuned, ne? Das ist dieses das ist so richtig manuell, wurde die Tonhöhe da im Audiobearbeitungsprogramm gezogen, dass das schon ja fast wie so ein Effekt dann klingt und dadurch auch schon wieder aber besonders, weil das halt irgendwie dann auch ein Sounddesign-Move ist, den man da macht und das einen besonderen Klang bekommt. Also sehr, sehr interessant. Wow. Da ist jetzt am Ende noch so Vocal Chants reingekommen. Ey. Also mehrere Stimmen, die da diese A's machen oder singen oder rufen, besser gesagt, und dann eben komplett auf rechts und links gemischt. Sehr hart teilweise, also hart rechts, hart links, aber auch so ein bisschen dazwischen. Nicht viel, aber so, dass es am Ende nochmal richtig den Ansporn gibt. Geil. Witzig, Alter. Hatte ich jetzt natürlich auch wieder gar nicht auf dem Schirm. Denn nach Indien habe ich jetzt noch gar nicht geguckt musikalisch. Oh, die Nummer ist ja auch recht aktuell scheinbar. Ich gucke mal unten rein. Wahnsinn, Alter. 255 Millionen. Krass, ist ja vom Februar erst. Wir haben jetzt fast Mitte Mai, also heftig, ja, dass man so etwas dann hier in den westlichen Gefilden in Europa dann gar nicht mitbekommt, ist schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Jetzt bei den K-Pop-Geschichten war ich ja auch komplett, habe ich gar nicht mitbekommen, fand ich auch traurig. Deswegen bin ich umso happier, dass sich das Ganze hier so positiv entwickelt und ihr mir solche Vorschläge macht. Wirklich geil. Hier, produced by Dinesh Vian, directed by Laxman UTK. Das ist jetzt wahrscheinlich aufs Video bezogen. Ich denke nicht die Musik, aber super, super geil, sehr interessant. Ich habe auch keine Ahnung, für was das genau war. Ob das jetzt irgendwie... hier steht's. Toni... Geil, dass sie dann auch so international klingende Namen sich gegeben haben. Toni, Kaka und Neha Kaka. Oder? Es sind zwei, ne? Lyrics... Melody war auch dabei. Geiler Name. Melody. Nice. Rap by Young Daisy. Ach so. Okay. Aber geschrieben wahrscheinlich, ne? Music, Tony. Krass. Hat er selber dann sogar die Komposition, die Musik produziert wahrscheinlich. Recreated? Tanishq. Wieso recreated? Okay. Habe ich auch noch nie gehört, dass man... Vielleicht, wenn es ein alter Song ist. Es ist ein alter, bekannter Song. Das müsst ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben. Das werde ich jetzt so schnell nicht herausfinden. Aber super interessant. Mix und Master. Hier im Bombay sogar gemixt und gemastert in den Studios. Sehr, sehr geil. Man kann natürlich so einen Master auch sonst wohin schicken und das machen lassen. Aber fand ich soundtechnisch jetzt irgendwie nicht total fremd klingend. Ich fand nur in dem einen Verse war ich nur verwundert, dass er so hart rechts-links gemischt war. Aber sonst sehr, sehr on point. Witzig, Alter. Cooles Ding, fette Nummer, danke für den Vorschlag. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zu erzählen, was ihr so vielleicht noch nicht gehört oder analysiert habt. Und vor allen Dingen auch mal diese Sprache und dieses Genre mal vielleicht auch mal euch auf den Schirm zu bringen. Vielleicht gefällt euch das ja auch. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, aber vor allen Dingen mit Abos, ob es euch gefallen hat. Ja, wir laufen ganz stark gegen die 50.000 zu. Ja, es ist ein kleiner Weg noch, aber das kriegen wir auf jeden Fall, glaube ich, jetzt noch im Laufe des Monats auf jeden Fall hin. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier abgeht auf dem Kanal und auf Instagram auch, aber vor allen Dingen hier auf YouTube. Ich bin euch super, super dankbar. Vielen, vielen Dank. Lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video.